Creo Parametric Weld Design, eine Grundfunktionalität in jedem Creo-Paket mit drin. Grüezi miteinander, mein Name ist Urs Simler, CAD-Simulationsexperte bei der GIA Informatik AG. Hier die Kontaktdaten meines Vertriebskollegen Daniel Losli und da noch ein Link zu unserer Homepage. Wie kann uns diese Grundfunktionalität weiterhelfen? Creo Parametric Weld Design, kurz zusammengefasst Schweißprozesse können abgebildet werden, inklusive Schweißnahtvorbereitung, inklusive Zeichnungsdarstellung und auch Prozesse können hinterlegt werden, sodass ich am Schluss auch Angaben über die Kosten bzw. über Schweißprozesse, Schweißzeiten und so weiter erhalten werde. Zudem können die Informationen auch auf der Zeichnung hinterlegt werden. Schauen wir uns das mal an. In Creo Parametric, ich habe jetzt hier eine Baugruppe gemacht, standardmäßig zusammengebaut. Hier hat es auch entsprechende Querschnitte mit drin und da möchte ich mal dieses Schweißmodul hier anwenden. Zu finden, da unter Anwendung Schweißen, habe ich da eine Vielzahl von Möglichkeiten, meine Schweißungen zu definieren. Beginne ich aber hier unterm Setup, definiere zum Beispiel gewisse Materialien, sage jetzt hier mal, okay, ich möchte ein Material aus meiner Bibliothek definieren, damit ich dann auch spezifisches Gewicht und so weiter hinterlegt habe. Und das kann ich jetzt hier mal entsprechend speichern. Okay, da wäre es auch die Möglichkeit, Prozesse zu definieren, um halt hier dann auch Informationen über Schweißzeiten und so weiter zu kriegen. Die Einstellungen, okay, Einstellungen kann ich hier auch noch treffen, zum Beispiel wenn ich eine Kehlnaht mache, möchte ich am Anfang immer gleich eine 8er Kehlnaht hier drin haben. Die soll nicht unterbrechend sein und unter Optionen werde ich gleich das Weld Material 3 anwenden, was ich da verwendet habe. Könnte hier dann auch noch weitere Optionen einstellen, inklusive dem Farbeffekt. Mache ich jetzt aber mal nicht. Als erstes möchte ich da an der Stelle mal eine Stumpfnaht hier einfügen. Zu dem Zweck gehe ich da vielleicht mal zu meinem Schweißassistenten und sage, hey, ich möchte inklusive Nahtvorbereitung so eine V-Naht hier definieren. Gehe hier rein und jetzt werde ich gefragt, ja, wie soll die Schweißnahtvorbereitung passieren? Gib mir die Kontaktfläche her bekannt, das soll die hier sein. Okay, und als entsprechende Kante nehme ich das da hier an. Okay, und da habe ich jetzt auch noch die Möglichkeiten, meine Bemaßungen abzuändern. Sagt der Schweißspalt soll vielleicht 5 mm hier sein. Ups, wäre vielleicht noch gut gewesen, da noch gewisse Werte abzuändern, bevor ich OK drücke. Und meine Platte hat eine Dicke von 25 mm. Ich möchte, dass die V-Naht bis auf 20 mm hier dann runtergeht. Kann hier das Ganze mal bestätigen und sehe hier mal die Schweißnahtvorbereitung. Das wird über eine Familientabelle an diese Komponente Platte 1 angewendet. Jetzt geht er gleich einen Schritt weiter und erwartet von mir, dass ich jetzt die Schweißnaht definiere. Er sagt mir schon, okay, da, weil ich die Kante hier angewählt habe, wird die Schweißnaht hier produziert oder reingebracht und einzig sage ich hier noch, okay, bis wohin soll entsprechend diese Schweißnaht hier gehen. Ich nehme da vielleicht mal die Flächenoption, sage bis hier rüber. Aktuell zeigt er mir das Ganze als Fläche an. Habe hier die Möglichkeit unter Optionen zu definieren, hey, ich möchte ein Volumen drin haben. Und da sage ich auch noch Schweißnahtmaterial soll er verwenden, damit ich dann auch die Masse kenne. Schweißprozess habe ich jetzt keinen definiert. Und da kann ich jetzt vielleicht noch die Tiefe meiner Schweißnaht definieren. Ich sage, die soll durchgeschweißt werden, also 25 mm Plattendicke. Entsprechend sehe ich da in Orange meine Visualisierung. Ich bestätige das Ganze hier
habe dann auch die 3D-Visualisierung natürlich im Modellbaum drin, kann ich wieder auf diese Schweißnaht zugreifen und die dann umdefinieren. Jetzt möchte ich noch mein Rohr gegenüber meiner Flanschplatte anschweißen. Zu dem Zweck nehme ich jetzt mal nicht den Schweißnaht-Assistenten, sondern ich gehe direkt auf, ich will eine Kehlnaht machen. Da sehen wir wieder, weil ich vordefiniert habe, steht hier 8 mm mit drin. Ich sage, das soll hier eine Kehlnaht auf 2 Seiten sein und erwartet mir meine Positionierung. Ich sage mal, okay, das ist meine Grundplatte und die zweite Seite ist die hier. Zeigt er mir das Ganze an. Unter Optionen kann ich noch einstellen, will ich das wirklich als Volumina reinmachen. Und da kann ich natürlich jederzeit auch noch die Schweißnahtdicke ergänzen, weil das zwei fette Komponenten sind. Da mache ich eine 10er Schweißnaht hin. Und jetzt da kann ich noch sagen, ja, die Gegenseite, weil ich eigentlich eine doppelte Kehlnaht mache, möchte ich auch noch definieren. Die geht hier vom Boden, vom Boden hier auch entsprechend die Fläche. Wird mir das auch sofort visualisiert, bestätige hier die Konstruktion und natürlich, wenn ich da vielleicht wieder den Querschnitt aktiviere, sehe ich da, wie die Schweißnaht hier daherkommt. Gut, jetzt möchte ich natürlich da noch ein paar Rippen anschweißen. Zuerst die Rippe gegenüber der Bodenplatte, mache wieder eine Kehlnaht, sage hier, okay, noch unter Option, ich möchte gleich ein Volumen hier mit reinmachen. Von der Position her sage ich, die Fläche soll jetzt mit anderen Flächen gekoppelt werden, zum Beispiel mit der hier. Jetzt mache ich mal das manuell, dass ich hier sage, okay, ich wähle da ziemlich viele Flächen an. Okay, könnte ich natürlich auch dann vielleicht so machen, je nachdem geht das Ganze hier noch schneller vonstatten. Habe ich jetzt alles erwischt? Nein, natürlich noch nicht. Okay, jetzt bin ich soweit. Fertig, ich bestätige das und habe jetzt da 8, nee, es waren wahrscheinlich 16 Schweißnähte miteinander definiert. Das Ganze kann natürlich auch gemustert werden, kopiert werden. Möchte ich vielleicht mal an dem Dingens hier zeigen. Da mache ich wieder halt eine Kehlnaht hier mit rein. Diesmal soll die unterteilt werden. 8er Kehlnaht ist nicht schlecht. Unterteilt in 35 mm Stücke soll das gemacht werden. 3 Stücke möchte ich drin haben, die da irgend von der Mitte aus verteilt werden. Sagt er wieder unter Optionen, machen Volumen. Das ist auch soweit mit drin. Und jetzt definiere ich da halt noch meine Flächen, sage von der Fläche auf die Fläche soll das gemacht werden. Soweit alles mit drin. Kann jetzt da natürlich diese Schweißnaht anwählen, Steuerung C, Steuerung V drücken. Dann kann ich die auch gleich auf der gegenüberliegenden Seite machen. Sage hier vielleicht noch unter Optionen, ja, ich möchte dasselbe Material hier verwenden und als Position verwende ich jetzt halt die Fläche gegenüber der Fläche. Okay, das ist auch soweit wieder gemacht worden. Ich blende jetzt hier mal die entsprechenden Anmerkungen aus, dass ich die Schweißnahtinformationen nicht sehe. Habe hier die Möglichkeit mit Creo-Funktionalität da zum Beispiel auch eine Gruppe zu bilden. Und weil meine Rippe vorher gemustert wurde, habe ich da auch die Möglichkeit, hier die Schweißnähte zu mustern, damit die auch gleich auf der anderen Seite auftauchen. Die haben jetzt so ein bisschen die Farbe verloren. Geht jetzt einmal noch hin und definiere da für diese Kehlnähte, wähle die mal hier über Modellbaum an, sage ich unter Ansicht, hey, die sollen jetzt da gelb daherkommen. Okay. Und des Weiteren gehe ich jetzt da noch hin, mache noch die vielleicht letzte Schweißnaht mit rein. Da an der Stelle, Kehlnaht, machen wir das vielleicht wieder von der Fläche hier auf entsprechend, gehen wir da auf die Position, auf die hier. Möchte da auch eine 6er Naht drin haben, nicht so fett. Ja, ne, machen wir 7er. Kompromiss ist nicht schlecht. Und da halt wieder soll es ein Volumina geben. Gehe auf meine Position zurück und sage da die zweite Fläche
soll hier auch hinzugefügt werden. Natürlich jetzt auch da, wenn die Komponente gemustert ist, kann ich auch da wieder Referenzmuster hier verwenden. Und genau gleich wie vorher definiere ich hier halt diese Nähte noch hinsichtlich Farben möchte ich eine rote Einfärbung drin haben. Und so ist eigentlich meine Schweißnähte mal soweit mit drin. Natürlich wird das spezifische Gewicht berücksichtigt. Ich habe hier auch Möglichkeiten, mir Informationen anzuzeigen. Wähle jetzt hier mal alle an. Alle Schweißnähte, die ich gemacht habe, sehe hier, okay, das sind die Längen, die da mit drin sind. Wenn ich Schweißprozesse definiert hätte, dann würden auch hier Zeiten, sinnige Zeiten hier auftauchen für meine Schweißprozesse und so weiter. Also ziemlich umfassende Informationen können hier aufgebracht werden über dieses Schweißmodul. Ich habe natürlich hier auch eine schöne Visualisierung des Ganzen und was natürlich auch sehr, sehr hilfreich ist, ich kann vom Ganzen eine Zeichnung hier ableiten. Und natürlich auf der Zeichnung werden die Schweißnähte normgerecht dargestellt und halt hier auch die Schweißnähte werden automatisch über die Anmerkungen, die entstehen, vermaßt werden können. Also kurzum gesagt, ein Modul, das leider noch wenige Leute kennen, wo ich aber wirklich einen riesen Nutzen vom Ganzen habe. Und für das ist auch die GIA-Informatik da. Wir können Sie gerne unterstützen, wenn Sie Ausbildungsbedarf haben. Egal, ob das für, sage jetzt mal, Schweißnahtberechnungen sind. Jetzt bin ich da am falschen Ort. Da ist mein PowerPoint. Egal, ob das für das Modul Schweißen ist. Das können auch Grundkurse sein zu Creo Parametric, zu Mechanismendesign, Creo Simulate, Creo Simulation Live machen wir gerne kundenspezifische Workshops bei Ihnen vor Ort oder online, bei uns im Schulungszentrum. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und verbleiben. Ja, in dem Sinne besten Dank für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen.